Die beste Dashcam, die du in 2024 kaufen kannst. Seit der Bundesgerichtshof in seinem Urteil Dashcam-Videos als Beweismittel vor Gericht zugelassen hat, erfreuen sich die kleinen Autokameras immer größere Beliebtheit. Aber welche Kamera liefert wirklich gutes, nützliches Bildmaterial? Wir haben die 3 besten Dashcams aus verschiedenen Preisklassen für dich im Vergleich. Alle Links zu den günstigsten Angeboten findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Die Dashcams sind in keiner bestimmten Reihenfolge, also schaue das Video am besten bis zum Schluss, um nichts zu verpassen. Starten wir mit der Garmin Dashcam Mini 2. Diese Dashcam zeichnet sich vor allem durch ihre kleine Abmessung aus. Garmin selbst wirbt mit der Mini Dashcam als hochwertige Dashcam im Format eines Autoschlüssels. Und das kommt hin. Sie ist sogar kleiner als so mancher Autoschlüssel und verschwindet unauffällig hinter dem Rückspiegel. Dafür muss man zwar auf ein Display verzichten, bekommt für die Einstellungen und Verwaltung von Videos aber eine flüssige Smartphone-App. Entsprechend minimalistisch ist der Aufbau der Dashcam gehalten. Hinten im unteren Bereich ist mittig ein Knopf platziert, um manuell ein Foto- und Videoclip auszulösen. Daneben findet sich noch auf der linken Seite der Schacht für eine MicroSD-Karte sowie ein Knopf zum Aktivieren der Tonaufnahme der Kamera. Auf der anderen Seite befindet sich die Buchse für das Stromkabel. Das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff gefertigt, hinterlässt dennoch einen wertigen Eindruck bei der Verarbeitung. Alle anderen Einstellungen werden über die Smartphone-App Garmin Drive vorgenommen. Oberhalb der Linse befindet sich der Steckplatz für das Kugelgelenk der Halterung. Diese klebt man an der Windschutzscheibe einfach fest. Sie sitzt überaus solide, sodass sich Fahrer keine Sorgen machen müssen, dass die Dashcam während der Fahrt herunterfällt. Ein G-Sensor ist mit an Bord. Dieser erkennt, wenn das Fahrzeug losfährt und startet die Dashcam automatisch. Zusätzlich bemerkt der G-Sensor, wenn das Fahrzeug abrupte Bremsmanöver durchführt. In diesem Fall startet die Ereigniserkennung. Das Gerät speichert automatisch das Video 15 Sekunden vor und 15 Sekunden nach dem erkannten Vorfall im separaten Ordner-Event ab, der nicht automatisch überschrieben wird. Im Normalbetrieb zieht die Dashcam immer einen Videoclip von 30 Sekunden auf und startet dann eine neue Aufnahme. Die Kameralinse löst mit maximal 2,1 Megapixel auf. Das erlaubt Videoaufnahmen in Full HD mit 1920 x 1080 Pixel bei 30 Frames per Second. Der Blickwinkel beträgt 140 Grad. Das ist mehr als ausreichend, um den Bereich vor dem Auto gut abzudecken. Details und andere Verkehrsteilnehmer sind ausreichend gut zu erkennen, um einen möglichen Unfallhergang zu rekonstruieren. Eine leichte Unschärfe erschwert allerdings das Erkennen von Kfz-Kennzeichen aus größerer Entfernung. Meine Empfehlung als beste Dashcam für die meisten Leute. Wenn du etwas mehr Umfang willst, kann ich dir die Ventru N4 empfehlen. Die Ventru N4 ist eine Dashcam, die wirklich alles abdeckt, denn sie filmt nicht nur nach vorne, sondern auch in den Fahrgastraum und beobachtet sogar den rückwärtigen Verkehr. Dafür ist die Dashcam mit 3 Kameras ausgestattet. Die Ventru N4 lässt sich mit 4 Knöpfen an der Oberseite der Kamera komplett intuitiv bedienen. Die hohe Auflösung spiegelt sich auch in der Bildqualität wider. Egal bei welchen Licht- oder Witterungsverhältnissen, die Aufnahmen sind scharf und detailreich. Bei den Nachtaufnahmen hilft der WDR-Modus, die Bilder rauschfrei und klar zu halten. Die Innenraumkamera arbeitet mit Infrarot, um auch bei schlechter Beleuchtung gut erkennbare Aufnahmen zu liefern. Mit einem Weitwinkel von 155 Grad deckt die Frontkamera einen breiten Bereich ab. Die Rückfahrkamera hat sogar einen Aufnahmewinkel von 160 Grad. Die Innenraumkamera schafft 165 Grad. Leider gibt es keine Smartphone-App, die das Verwalten der Videodateien erleichtert. Bis auf die Tatsache, dass die Ventru N4 nicht nur eine Frontkamera, sondern auch eine Innenraum- und eine Rückkamera hat, handelt es sich um eine gewöhnliche Dashcam ohne Schnickschnack. Es gibt keine zusätzlichen Sicherheitsassistenten oder Spielereien, wie sie andere Autokameras bieten. Auch GPS ist nur dann verfügbar, wenn die Antenne separat für knapp 24 € hinzugekauft wird. Oft sind die Zusatzassistenten aber auch gar nicht nötig. Die Dashcam von Ventru leistet gute Arbeit, indem sie auf die wesentlichen Funktionen konzentriert ist. Wenn du einfach nur auf der Suche nach einer sehr günstigen Dashcam bist, dann empfehle ich dir die Dashcam von Avilet. Hier zahlst du lediglich 40 € für ein Einsteigermodell. Trotzdem ist der erste Eindruck der Kamera nicht billig. Lediglich eine eigene SD-Karte muss man zur Hand haben. Die Dashcam ist klein und leicht und kann dadurch einfach und leicht an der Windschutzscheibe befestigt werden. Das mitgelieferte Kabel ist 4 Meter lang. Die Kamera nimmt im 170 Grad Weitwinkel auf und verfügt sowohl über einen 24-Stunden-Parkmodus als auch eine Bewegungserkennung mit G-Sensor. Die Auflösung ist mit 1440 Pixel ebenfalls zufriedenstellend. Meine Empfehlung als günstige Dashcam. Damit sind wir am Ende des Dashcam-Vergleichs. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass uns gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal.